Der BYD Seal, eine heiß ersehnte Elektrolimousine, die 2023 auch nach Deutschland kommt. Das erste Video, das ich über dieses schöne Auto gemacht habe, wurde über 60.000 Mal angesehen. Danke schon mal dafür und heute gibt es zum Jahresende nochmal ein riesen Update. Jetzt hier auf Project Drive. Der BYD Seal ist wohl eines der interessantesten Elektroautos im nächsten Jahr. Er kommt mit 800-Volt-Technologie und Blade-Batterie und das wohl auch noch zu einem annehmbaren Preis. Wobei man da, wie man zuletzt bei NIO gesehen hat, eher aufpassen muss, da die Preise nach dem Import stark variieren können, zum Preis aber später mehr. BYD ist zu einem der härtesten Konkurrenten auf dem weltweiten Markt der Elektromobilität geworden. Zuerst bei Bussen und Nutzfahrzeugen, jetzt auch bei PKWs. Der BYD Seal oder wie er noch genannt wird, Atto 4, vereint so viele Innovationen im Batteriesystem, dass man ohne Übertreibung von einem Superlativ sprechen kann. Bei meinem letzten Video vor ungefähr 6 Monaten war noch nicht sicher, ob er überhaupt zu uns kommt. Jetzt wissen wir, dass er tatsächlich nach Europa exportiert wird und zwar zuerst in Deutschland und Schweden. Der Seal mag jenen bekannt vorkommen, die den Han-EV gesehen haben, aber er trägt ein unverwechselbares Außendesign, das vom BYD Ocean X-Konzept inspiriert ist. Das attraktivste Designmerkmal sind die athletischen Proportionen des Autos, insbesondere das straffe Heck. An der Front verfügt der Seal über eine niedrige Motorhaube, schlanke Scheinwerfer mit einer C-förmigen Verlängerung im Renault-Stil darunter, einen glatten Stoßfänger, schräge vertikale seitliche Lufteinlässe in künstlerischem Design und einen A-förmigen kompakten unteren Lufteinlass. Der Seal zeigt einen viertürigen Coupé-Look mit einer schlanken Dachlinie und einer bogenförmigen Seitenansicht. Pfeilförmige Applikationen auf den vorderen Seitenverkleidungen, bündige Türgriffe, glatte Skulpturen an den Türen, tropfenähnliche Motive auf den C-Säulen und Haifisch-kiemenartige Einsätze in den Schwellerverkleidungen sind die anderen ansehnlichen Aspekte der Seiten. Am Heck verfügt die neue Elektrolimousine über eine Rückleuchte in voller Breite, die an den Mercedes EQE erinnert, vertikale seitliche Luftauslässe, einen Stoßfänger im Diffusor-Stil und separate Heckscheinwerfer, die neben Nebelscheinwerfern am Stoßfänger positioniert sind. Das aerodynamische Äußere soll sich positiv auf den Energieverbrauch und den Kabinenkomfort auswirken. Es wird wahrscheinlich zu einer höheren Reichweite führen und weniger Ladezyklen würden auch eine längere Batterielebensdauer bedeuten. Auf dem chinesischen Heimatmarkt, dem nach absoluten Zahlen größten Markt der Welt, konkurriert der Seal direkt mit dem Tesla Model 3. Mit dem hat er gemeinsam, dass es keine große Heckklappe, sondern nur einen Stummeldeckel für den Kofferraum gibt. Den finde ich doch ein wenig bescheuert, aber würdet ihr darüber hinwegsehen in Anbetracht der vielen Vorteile des Wagens? Sagt mir das in den Kommentaren. Der BYD Seal bietet Platz für 5 Insassen mit sportlichen Sitzen, reichlich Seitenpolsterung vorne und einer luxuriösen Sitzbank hinten. Im Innenraum dominiert hellblau, passend zum Ozean-Thema der Modellfamilie, die weißen Sitze sind mit hellblauen Nähten kontrastiert. Die Türgriffe sind wie eine Muschel geformt und die Verwendung von Alcantara trägt zur Premium-Ausstrahlung der Kabine bei. Dank einer niedrigen Ladekante und einer breiten Öffnung soll das Stummelheck im Endeffekt doch nicht so schlimm sein. Der Fahrersitz ist 8-fach elektrisch verstellbar und umfasst eine 4-fach elektrisch verstellbare Lordosenstütze sowie Memory-, Belüftungs- und Heizfunktionen. Der Beifahrersitz ist 6-fach elektrisch verstellbar, belüftet und beheizt. Eine 2-Zonen-Klimaautomatik mit Wärmepumpe, die Abwärme wiederverwendet, um den Energieverbrauch zu senken, ist Standard. Ebenfalls im Sortiment enthalten sind ein PM2,5 Luftfilter und ein Panoramaschiebedach mit Lichtsensor zur automatischen Anpassung der Transparenz. Die Elektrolimousine verfügt über ein minimalistisches Interieur mit blauen Farben zum Thema Ozean auf verschiedenen Elementen. Es hat ein schlankes Armaturenbrett mit breiten und kurvigen äußeren Klimaanlagenöffnungen, ein W-HUD, ein 10,25 Zoll großes digitales Kombi-Instrument, eine wellenförmige Mittelkonsole vom Brückentyp, die einen kurzen Fahrwallschalter, eine Feststellbremse und 2 Drehregler, eine Einpark-Hilfetaste und andere Antriebssteuerungen enthält. Außerdem entriegelt man das Auto mit einem NFC-basierten digitalen Schlüssel. Einstiegsleisten mit BYD-Branding, ein kabelloses Key-Ladepad und ein Dynadash-Audiosystem sind weitere Ausstattungshighlights im Innenraum. Der Seal verfügt außerdem über ein neigbares 15,6 Zoll Touchscreen-Infotainment-System im Tablet-Stil.
Der Fahrer kann die Ausrichtung nach Belieben von Quer auf Hochformat ändern. Das 5G-fähige System umfasst das intelligente vernetzte System D-Link von BYD, mit dem Kunden Smartphone-ähnliche Anwendungen im Infotainment-System installieren können. Was mir aber nach wie vor direkt negativ ins Auge springt, sind diese klavierlackmäßigen Oberflächen im Innenraum. Das wird sicherlich die Hölle, das sauber zu halten. Sagt mir aber gerne, was ihr davon haltet, indem ihr es in die Kommentare schreibt. Die DAZN IQ des gleichnamigen Premium-Wallbox-Hersteller aus Deutschland bringt mit ihr, wenn nicht sogar, die ultimative Ladelösung in eure Garage. PV-Überschussladen, Dienstwagenabrechnung und ein MID-Stromzähler sind schon eingebaut. Zusätzlich kann man die Wallbox über Over-the-Air-Updates auf dem Laufenden halten und sie, dank integrierter farblich anpassbarer LEDs, als Lichtquelle nutzen. Zum Beispiel auch zum Anzeigen des Ladestatus. Außerdem hat sie sogar Boxen eingebaut und somit hat man alles in einer Wallbox vereint. Wenn ihr die hochwertige und eindrucksvolle Wallbox haben wollt, dann könnt ihr die DAZN IQ ab sofort mit dem Link in der Beschreibungsbox bei eautos.de bestellen. Und mit dem Code PROJECTDRIVE spart ihr euch beim Checkout nochmal 150 €. Also viel Spaß mit der DAZN IQ und weiter geht's. Der BYD Seal ist 4,8 Meter lang, 1,88 Meter breit und 1,46 Meter hoch. Er besitzt einen Radstand von 2,92 Metern. Der Luftwiderstand ist mit CW 0,219 sehr gut. Basis bildet die E-Plattform 3.0, die mit 800 Volt Ladetechnologie aufwartet und somit sehr schnelle Ladevorgänge ermöglicht. Auch der Lithium-Eisenphosphat-Akku namens Blade-Batterie ist alles andere als Einheitsware. Sie soll eine besonders hohe Energiedichte aufweisen und ist als tragendes Bauteil ins Chassis integriert. Laut BYD nutzt das Chassis dadurch das Volumen nicht nur 66% besser aus als vergleichbare Elektroautos mit herkömmlicher Bauweise, sondern weist auch eine 50% höhere Crash-Sicherheit bei Frontalunfällen und eine 100% höhere Torsionssteifigkeit auf. Der BYD Seal ist allem Anschein nach in den 4 Varianten Standard Range Elite, Standard Range Premium, Long Range und Performance erhältlich. Verfügen die ersten 2 über eine 66,44 Kilowattstunden Batterie, wächst die Kapazität bei Long Range und Performance auf 82,56 Kilowattstunden an. Die Reichweiten betragen dem chinesischen WLTP-Äquivalent CLTC zufolge zwischen 550 und 700 Kilometern. Der Verbrauch wird mit 12,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer beziffert, den man aber mit Vorsicht genießen sollte, da er auch in CLTC angegeben ist. Die Basisversion besitzt 150 kW oder 204 PS mit einem Elektromotor hinten, die Version für die Langstrecke kommt auf 230 kW oder 312 PS, es bleibt aber bei einem Elektromotor. Das Top-Modell kommt auf 380 kW oder 516 PS und 671 Newtonmeter und ist natürlich mit 2 Elektromotoren ausgestattet. Der Seal kommt im Allgemeinen mit Heck- oder optionalem Allradantrieb und die Gewichtsverteilung zwischen vorne und hinten soll bei exakt 50:50 liegen. In der Top-Version liegt die Werksangabe für den Standardsprint auf 100 km/h bei 3,8 Sekunden. Die Grundversion startet bei 212.800 Yuan, was umgerechnet derzeit rund 29.700 € sind. Das Topmodell liegt bei mindestens 289.800 Yuan, etwa 40.500 €. Solche Preise wären hierzulande konkurrenzlos, doch bei einem Export würde selbstverständlich eine Anpassung an den jeweiligen Markt erfolgen. BYD hat im europäischen Wirtschaftsraum mit dem Verkauf von Elektroautos in Norwegen bereits begonnen. Dort sind das SUV Tang, der auch nach Deutschland kommt, mein Video zum BYD Tang findet ihr hier oben rechts, und der Kleintransporter T3 erhältlich. Des Weiteren hat BYD in der Zwischenzeit auch schon ein Händlernetz in 7 Großstädten in Deutschland am Start. Das heißt, vorgesorgt ist schon mal, müssen wir nur noch ein wenig Geduld haben. Na, wie gefällt euch der BYD Seal? Könnte der es in eure Garage schaffen? Sagt mir auch das gern in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!